Hast du gesehen? Sieht richtig cool aus. Ich befehle dir aufzuhören. Ziemlich cool, oder? Ich habe diese Szene von Grund auf selbst erstellt. Zuerst habe ich ein Bild von einer filmreifen Schlacht zwischen einem mittelalterlichen Krieger und einem Drachen erstellt und danach habe ich alles in ein Video mit Bewegung, Kamerafahrten und dem Look eines Kinotrailers verwandelt. Und das Interessanteste ist, dass dieser Ablauf 2 Schritte kombiniert. GPT-Image 2, um das Ausgangsbild zu erstellen und Seedance 2.0, um dieses Bild in ein beeindruckendes Video zu verwandeln. Und, Leute, wie geht's euch? Heute werde ich diesen Prozess in Eastmade KI testen. Ein Bild erstellen, dieses Bild animieren und eine einfache Idee in ein Video verwandeln. Bereit für den Einsatz in sozialen Netzwerken, Kampagnen, Präsentationen oder kreativen Projekten. Aber vorher abonniere schon mal den Kanal und um uns hier zu unterstützen, klicke einfach auf den Button Mitglied werden. Alles klar? Also, los geht's mit dem Video. Eastmade KI ist eine Plattform, mit der du mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Videos aus Text oder Bildern erstellen kannst. Das Konzept hier ist ganz einfach. Du beschreibst eine Idee, erzeugst ein Bild mit KI und benutzt dieses Bild dann als Grundlage, um ein Video mit Bewegung zu erstellen. Und in diesem Video liegt der Fokus genau auf der Kombination GPT-Image 2 mit Seedance 2.0. Also, lass uns damit anfangen, das Bild zu erstellen, das als Ausgangspunkt für mein Video dienen wird. Hier werde ich einen Prompt mit einem richtig cineastischen Look verwenden. Wie du sehen kannst, gibt es hier bei Eastmade KI verschiedene Tools, die dir bei der Content-Erstellung helfen werden. Hier hast du Vorlagen, die du nutzen kannst, um deinem Video oder Bild das gewisse Extra zu verleihen. Ich zeige dir gleich alles davon. Also, ich fange hier mit der Erstellung meines Bildes an. Ich bin hier im Tab KI Image. Dann wähle ich in diesem Feld Text zu Bild aus. Hier werde ich meinen Prompt einfügen. Wenn du möchtest, kannst du die künstliche Intelligenz selbst deinen Prompt für dich verbessern lassen. Hier beim Modell wähle ich GPT-Image 2 aus. Beim Seitenverhältnis lasse ich 16:9 und bei der Auflösung wähle ich hier 2K aus. Wenn das erledigt ist, musst du nur noch auf Generieren klicken. Und schon ist es fertig. Und schau dir an, wie mein Basisbild geworden ist, also das Bild, das ich verwenden werde, um mein Video zu erstellen. Jetzt gehen wir zum zweiten Teil über. Ich lade dieses Bild jetzt herunter. Jetzt wähle ich hier das KI-Video aus. Ich entscheide mich für Bild zu Video, aber es gibt auch die Optionen Text zu Video und Video zu Video. Also gehen wir hier auf die erste Option. Beim Modell wähle ich Seedance 2 aus. Dann lade ich das Bild hoch, das ich gerade erstellt habe. Bild ausgewählt. Ich gebe jetzt den Prompt ein, um mein Video zu erstellen und dieses Bild zu animieren. Wie in einer Szene eines Kinotrailers soll die Kamera langsam auf den Mittelalterkrieger zufahren und so weiter. Ich habe hier einen ziemlich vollständigen Prompt im richtigen Seitenverhältnis eingegeben. Ich stelle hier 16:9 ein. Bei der Qualität wähle ich 720p und die Dauer beträgt 10 Sekunden. Ich werde darum bitten, das Audio zu erzeugen und lasse die Option für die Websuche ebenfalls aktiviert. Danach werde ich darum bitten, mein Video zu erstellen. Fertig, es ist schon abgeschlossen. Schauen wir es uns an. Ich befehle, dass es stoppt. Ziemlich cool, oder? Das ist wirklich sensationell, denn dieser Schritt löst schon einen wichtigen Teil des kreativen Prozesses. Anstatt mein Video von Grund auf neu zu beginnen, erstelle ich zuerst eine klare visuelle Richtung mit Beleuchtung, Kulisse, Komposition, Charakter, Kreatur und Stil. Das hilft enorm, wenn man Inhalte, Thumbnails, kurze Videos oder Werbematerial erstellt. Also, anstatt die künstliche Intelligenz direkt zu bitten, das Video zu erstellen, nein. Zuerst generiere ich mein Bild und lade es hier in das Tool hoch. Und ab da bitte ich Eastmade KI, dieses Standbild zu nehmen und in ein Video zu verwandeln. Jetzt habt ihr bestimmt schon im Internet diese viralen Videos gesehen, in denen sich jemand in eine Fußball-Fankurve setzt, vor allem jetzt während der Weltmeisterschaft. Du kannst also das Foto von jeder beliebigen Person nehmen und die künstliche Intelligenz bitten, es so aussehen zu lassen, als wärst du dort und würdest im Fanblog eines beliebigen Teams das Spiel anschauen. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ich habe für den Test das Foto meiner Frau verwendet und die Anleitung befolgt. Pass auf, ich bin hier auf Eastmade KI gegangen, habe die Option KI-Video ausgewählt und sieh mal, hier erscheint schon die Option FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Dann musst du einfach nur darauf klicken. Du musst nur den Bildschirm nach unten scrollen. Und hier unten erscheinen die Trends, die du kopieren und mit jedem beliebigen Bild verwenden kannst. Es gibt hier auch die Option für Videos. Also, schau mal, hier gibt es verschiedene Videos, bei denen du den Prompt kopieren, dein eigenes Foto einfügen und die künstliche Intelligenz ein originelles Video für dich erstellen lassen kannst. Und es gibt auch die Option für Bilder. Schau mal,
Hier sind noch andere Möglichkeiten, bei denen du einfach ein Bild generieren kannst, falls du kein Video erstellen möchtest. Ich zeige dir jetzt, wie du dieses Video erstellst. Ich wähle Video aus und klicke auf diese Vorlage, um ein ähnliches zu erstellen. Du siehst, dass der Prompt automatisch hier für mich eingefügt wird. Ich muss mir also um diesen Teil keine Sorgen machen. Jetzt muss ich nur noch das Bild meiner Ehefrau holen und dieses löschen. Im Template klicke ich auf Plus, wähle das passende Foto meiner Ehefrau für soziale Netzwerke aus. Ich wähle das Hochformat, also stelle ich hier 9:16 ein und bei der Qualität lasse ich es auf 720. Ich lasse hier die Audiogenerierung aktiviert, um diese Fanatmosphäre zu schaffen und aktiviere auch die Websuche. Wenn das erledigt ist, musst du nur noch auf Generieren klicken. Fertig, er ist jetzt durch. Schauen wir uns an, wie es geworden ist. Schauen wir mal, wie das... Los geht's. Ziemlich cool, oder? Also, das war's. Du kannst ein Foto von dir nehmen, von einem Kollegen, von deiner Frau, deinem Bruder, deinem Sohn, egal von wem du willst. Du lädst dieses Bild hier hoch, wählst das Template aus. Und das ist echt cool, weil du dir keine Gedanken über den Prompt machen musst. Der Prompt ist hier schon fertig. Du musst nur darum bitten, es mit demselben Befehl neu zu erstellen. Und ab dann wählst du das Bild aus, das du möchtest. Lass uns noch mehr testen. Also, das erste, was du machen musst, ist, hier auf diese Option zu klicken. FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Dann kannst du zuerst das Bild generieren. Also, ich wähle hier Bild zu Bild aus und nehme das Bild von meiner Frau. Der Prompt ist bereits eingefügt. Für soziale Netzwerke lasse ich das 9:16-Format und 2K Bildqualität und generiere dann das Bild. Denk daran, dass es immer wichtig ist, hier das Modell GPT-Image 2 auszuwählen, weil das fortschrittlichste Modell ist, das bei Eastmade KI verfügbar ist. Wählst du dieses Modell, erhältst du garantiert ein Bild in hoher Qualität. Schau mal, er hat das Bild schon fertig generiert. Sieht cool aus. Die Idee ist, es in ein Video zu verwandeln. Also, als erstes lade ich das Bild hier auf meinen Computer herunter, dann gehe ich zurück. In den Tools wähle ich iVideo aus und lade das Bild hoch, das ich gerade erstellt habe. Modell Seedance, 2:0-Seitenverhältnis, 9:16. Auflösung stelle ich auf 720 ein und wähle 10 Sekunden Audiogenerierung ist aktiviert. Websuche auch. Ich schicke es ab. Fertig. Er ist schon durch. Lass uns anschauen, wie es geworden ist. Applaus. Ziemlich cool, oder? Also Leute, das sind nur 2 von vielen Funktionen, die es hier im EasyMate gibt. Neben dem Erstellen von Bildern und Videos gibt es noch andere Optionen. Zum Beispiel hast du hier auch einen Chat, um mit all diesen KI-Modellen zu sprechen, die hier verfügbar sind. GPT-4 oder Mini DeepSeek V3, 2 DeepSeek R1 und so weiter. Du hast hier dieses Tool, das auch richtig cool ist, mit dem du mit deinem PDF chatten und es zum Beispiel bitten kannst, etwas zusammenzufassen, zu übersetzen und so weiter. Ein weiteres richtig cooles Tool ist dieses hier, das dir beim Recherchieren und Lernen hilft. Hier hast du eine KI, die dir beim Lösen von Mathematikaufgaben hilft. Neben Mathematik hast du hier auch eine KI, die dir beim Lösen von Physik- und Chemieaufgaben hilft. Sie kann auch Karteikarten erstellen, dir beim Lernen helfen und einen Quizgenerator bieten. Außerdem, was die Videoproduktion angeht, gibt es hier auch verschiedene Tools, die dir bei der Erstellung deiner Inhalte helfen können. Also, du hast hier Text zu Video, Bild zu Video, Audio zu Video, Bildanimator, Video-Upscaler, Videoverbesserer, Videoeditor und viele andere Tools. Und das gleiche gilt hier für Bilder. Es gibt hier eine KI, die dir hilft, deine Kleidung zu wechseln, Gesichter zu tauschen, dein Foto zu verbessern, ein Foto in einem anderen Stil neu zu erstellen und so weiter. Also, Leute, probiert es aus. Es gibt die Möglichkeit, mit einem kostenlosen Plan zu starten. Wenn es dir gefällt, kannst du auf Lite upgraden, das kostet $7,40. Und wenn du es brauchst, wenn du es professionell nutzen willst, gibt es hier die Möglichkeit für den Pro-Plan. Also probier es aus. Und komm danach hier in die Kommentare zurück und sag mir, was du von Eastmade KI hältst. Cool, oder? Und das Interessanteste ist, dass dieser Prozess die Erstellung viel kontrollierter macht, anstatt sich nur auf direkte Prompts zu verlassen. Für Videos legst du zuerst das Bild fest, passt die visuelle Richtung an und animierst erst danach die Szene. Den Link zum EasyMate KI Video Generator findest du in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Haptic feedback stutters under my thumb.